Was hat euch in der orthopädietechnischen Ausbildung so richtig Nerven gekostet? Also ich meine, so richtig. Das Schränken löst bei so manchen noch die ein oder andere Gänsehaut aus. Das ist aber wirklich unnötiger Stress, den wir uns im Alltag ersparen können. Wenn wir nur ein paar einfache Schritte befolgen, schont das die Nerven. Und man hat das ein oder andere Erfolgserlebnis früher und merkt, dass das Schränken eine im Alltag essentielle Fertigkeit ist. Lasst uns das mal gemeinsam anschauen. Dann ist es schon ein bisschen einfacher und gar nicht mehr so frustrierend. Schön, dass ihr jetzt wieder mit dabei seid. Bei Got It. So viel Arbeit reingesteckt. An jeder kleinen Ecke Mühe gegeben. Dann wird das letzte bisschen Arbeit an der Orthese nicht mehr so wild sein. Schätze ich mal. Eigentlich haben wir schon alle Teile zusammen. Jetzt müssen die nur noch zusammengebaut werden. Unser eifriger Kollege hier ist schon ganz aufgeregt. Durch die ganze Arbeit hat man am Ende sein eigenes Meisterwerk in der Hand und hilft dabei noch, dem Patienten besser gehen zu können. Belohnung in doppelter Hinsicht. Okay, zurück zur Arbeit. Zur Orientierung hilft uns ein Musterstück von einem Kollegen. Damals gab es in der Gesellenprüfung eine 1 drauf. Schaut doch sauber aus. Cooles Muster. Und die Gelenkschienen sind auch sauber angeschränkt. Ach, kein Ding. Das haben wir gleich. Kann doch nicht so schwer sein. Geschränkt hat unser Azubi zwar noch nie, aber das ist bestimmt leichter, als es aussieht. Chef, kann ich heute ein bisschen länger bleiben? Nur ein paar Minuten. Das habe ich gleich. Ich schränke die Schienen noch schnell an und dann geht's ab nach Hause. 5 Minuten. Und dann wurden es doch ein paar Minuten mehr als gedacht. Chef, das hat nicht ganz so geklappt, wie ich es wollte. Eins führte zum anderen und ja, wir brauchen eine neue Einrichtung. Und das ist dabei rausgekommen. Es hat einfach nicht geklappt. Ich habe die Schiene runtergebogen und alles war anders und dann war die Schiene wieder weiter weg und es geht nicht. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Dunkle Mächte haben da ihre Finger im Spiel. So weit wollen wir es nicht kommen lassen. Auch wenn das mal nach dunklen Mächten ausschauen kann, stecken hinter dem Schränken einfach zu verstehende Tipps und Tricks, die es zu befolgen gilt. Dann klappt das auch und die Einrichtung sowie die Nerven bleiben ganz. Dann stellen wir uns mal den dunklen Mächten mutig entgegen, die zwischen uns und einer perfekt angerichteten Schiene stehen. Das Berufsleben besteht aus Herausforderungen und die gehören überwunden. Und wenn es sich um das Biegen einer Metallstange handelt, kann es sich durchaus mal genauso anfühlen, wie es hier aussieht. Keine Misere, aus der man sich nicht befreien könnte, obwohl die Hölle selbst schon echt eine Hausnummer ist. Aber allein sind wir auch nicht. Die 2 stehen uns zur Seite. Und das ist noch nicht alles. Es gilt 4 Gebote einzuhalten, um auf den rechten Weg zu bleiben und nicht von den dunklen Mächten beeinflusst zu werden, die die ganze Zeit sagen: Du Versager, lass es. Das schaut doch total bescheiden aus. Nichts kannst du. Deine Kollegen können es doch auch. Nur du wieder nicht. Typisch. Hört nicht auf den. Der meldet sich immer, wenn was nicht nach Plan läuft. Und das ist ganz normal. Aber der geht nicht weg. Man kann nur lernen, ihm nicht zuzuhören. Denn mal ehrlich, was der erzählt, ist echt totaler Mist. Das Scheitern ist ein essentieller Teil des Lernens. Wer keine Fehler macht, lernt nichts. Mit unseren 2 Helfern hier und den 4 Geboten kommen wir unserem Ziel der perfekt angerichteten Schiene schon viel näher. Und das, ohne den Verstand zu verlieren, die Einrichtung zu zerlegen oder jegliche Art von Alarm auszulösen. Wie unser Kollege vorhin. Dann stellen wir uns mal den apokalyptischen Reitern. Unser Lichtblick sind unsere 4 Gebote. Und unsere 2 Kumpels. Naja, ein Versuch ist es wert, oder? Nun zum ersten Gebot. Bisschen eingestaubt das Ganze. Aber man kann es entziffern. Es steht geschrieben:
die Schiene früh die Orthese berührt, durch eine gekonnte Kröpfung sie dorthin geführt. Okay, aber warum muss ich das immer reimen? Naja, hört sich wahrscheinlich viel schlauer an. Am Anfang war bei uns nicht das Wort, sondern die komplett gerade Schiene. Wir gehen alles mal an der Oberschenkelschiene durch. Das reicht auch. Die 4 Gebote sind allgemeingültig. Die Orthesengelenke haben meistens einen definierten Abstand zum Modell. Am besten steckt ihr das Gelenk in die Fassung ins Gipsmodell. Oder markiert euch ganz genau, wo das Gelenk später sein soll. Das darf uns nicht verrutschen. Bevor wir auch nur eine Biegung machen, müssen wir eins beachten. Das Gebot 1,5. Du sollst nicht im Gelenk schränken. Das heißt übersetzt, lass den Teil der Schiene, der im Gelenk eingefasst ist und verschraubt ist, unverändert. Sonst bekommt ihr die nicht mehr ins Gelenk rein. Also markiert euch den Teil der Schiene mit ein bisschen Sicherheitsabstand und lasst vor dem Teil die Finger. Der darf nicht verbogen werden. Dann starten wir mal mit Schritt 1. Wenn man die Schiene so auf das Modell legt, kommt man nicht einmal mit dem Gelenk an das Gipsmodell ran. Da hilft uns das erste Gebot. Biege die Schiene nach dem Gelenk weiter nach unten und dann ein bisschen nach oben. Das nennt man auch Kröpfen. Dafür kann man am Anfang ein paar Anläufe brauchen. Aber das ist ganz normal. Den nachfolgenden Teil der Schiene kann man ruhig ein bisschen nach oben biegen. Dann stört uns nichts. Jetzt haben wir genau einen Kontaktpunkt, der sich am besten nah am Gelenk befindet. Am Anfang schränkt ihr die Schiene so früh wie möglich auf die Orthese. So kann man die Schiene später nah am Gelenk befestigen. Das erhöht die Stabilität. Der erste Schritt ist getan und wir haben einen frühen Kontaktpunkt von der Orthese und der Schiene. Das ist der erste Schritt ins Paradies. Langsam wird es ein bisschen heller. Scheint zu funktionieren. Dann mal weiter im Text. Unsere zweite Waffe gegen die Finsternis und Verzweiflung. Das zweite Gebot. Auf der alten Tafel steht: Wenn die Schiene nach oben steht, sie am letzten Punkt nach unten geht. Siehst du einen Bogen, geht's nach oben. Zwar auch kryptisch, aber das sind doch mal konkrete Aussagen. Zuerst müssen wir wieder dem ersten Gebot folgen. Eine Kröpfung rein und den frühen Kontaktpunkt mit der Orthese herstellen. Erst dann machen wir mit dem zweiten Gebot weiter. Okay, das haben wir jetzt. Wie war das nochmal? Wenn die Schiene nach oben steht, sie am letzten Punkt nach unten geht. Und so geht's. Ihr markiert euch den letzten Punkt, mit dem die Schiene Kontakt zur Orthese hat, mit einem Stift. Hier in unserem Fall ist der ganz am Anfang. Dann biegt ihr die Schiene ganz leicht nach unten. Und ich meine wirklich ganz leicht. Am Anfang schränkt man gern viel zu stark. Was man dann machen muss, klären wir gleich. Nur ist es besser, einmal mehr schauen zu müssen. Aber dafür kann man sich schön an dieser Regel entlanghangeln. Und im Idealfall markiert ihr euch, wie es im Gebot steht, immer den letzten Punkt und arbeitet euch bis ganz nach oben. Und schon sind wir fertig. Nur läuft es meistens anders. Wenn ihr dann doch mal zu weit nach unten schränkt, kann es sein, dass die Stimmen des Selbstzweifels euch wieder verunsichern wollen. Da passt ja gar nichts mehr. Du hast wie immer versagt. Vorhin hat es noch gepasst. Die ganze Arbeit war umsonst. Was kannst du eigentlich? Im Versagen bist du wieder Spitze. Hört nicht auf den. Lasst euch nicht so einen Mist einreden. Im zweiten Gebot steht auch noch: Siehst du einen Bogen, geht's nach oben. Wenn ihr nämlich zu weit nach unten schränkt, hebt sich die gesamte Schiene und man meint, es passt nichts mehr. Lasst euch nicht verunsichern. Das ist nicht so. Alles, was ihr schon schön angeschränkt habt, passt immer noch. Nur muss es wieder zur Orthese hin. Also hilft uns das zweite Gebot. Wenn ihr nun so einen Bogen seht, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste: Wenn ihr genau wisst, wo ihr gerade runtergeschränkt habt, macht das Ganze wieder rückgängig.
Oder die zweite, markiert euch den höchsten Punkt dieses Bogens und schränkt da nach oben. Nun sollte die Schiene wieder genauso passen wie vorhin. Trotzdem gilt, arbeitet euch ganz langsam vom Gelenk aus nach oben bzw. unten. Kein Hin- und Herspringen. So, wenn man das jetzt alles befolgt, kommt am Ende eine perfekte Schiene raus. Oder? Nicht ganz. 2 weitere Gebote gibt's ja noch. Ist klar auf? Genau so läuft es auch bei den ersten Versuchen. Erst denkt ihr, das klappt nie. Aber nach den ersten Erfolgserlebnissen sieht man Licht am Horizont. Dann schnell weiter zum 3. Gebot. Hier steht, ein frühes Kippen wird die Nerven schonen, Hohltreiben kann sich auch mal lohnen. Was für eine Dichtkunst. Stimmt, die Schiene gehört ja nicht nur runter und hochgebogen, sondern die muss ja auch gekippt werden. Das schaffst du nie. Ja, lass den nur reden. Das kriegen wir hin. Okay, im Prinzip ist das wirklich einfach. Kippt euch die Schiene vor einem gleichmäßigen Abschnitt so hin, dass sie schon mal gut passt. Passt aber auf, wenn ihr die Schiene dreht, dreht sich die gesamte Schiene. Ich weiß, das hört sich jetzt einfach an, aber das kann durchaus mal passieren, dass ihr weiter oben schon etwas angeschränkt habt und ihr wollt kippen. Und dann verdreht sich die gesamte Schiene und es passt nichts mehr. Deswegen macht das Kippen am Anfang. Und jetzt für die Perfektionisten. Wir können hier gut sehen, dass eine gerade Schiene auf einer gewölbten Oberfläche, wie einer Oberhülse, nur auf einem Punkt aufliegt. Da muss am Ende die Schraube oder Niete rein, sonst verzieht sich alles. Dagegen kann man was machen. Man treibt die Schiene ganz leicht hohl, sodass wir am Ende eine größere Kontaktfläche haben. Aber wie vorhin, macht das bitte am Anfang, sonst verzieht sich alles. Merkt ihr es? Jetzt geht schon fast die Sonne auf. Na dann, versetzen wir mal den letzten zweifelnden Gnadenstoß. Ab zum 4. Gebot. Komisch. Da steht eigentlich nichts Neues drin. Ist nur ein bisschen länger als die anderen. Ich lese mal vor. Nun brauche ich dich nicht mehr anzuleiten, du bist gerüstet mit deinen Fähigkeiten, nur tust du dir noch leichter dabei, wenn du kombinierst Gebot 2 und 3. Goethe wäre neidisch. Sich leichter tun ist nie verkehrt. Also bei Gebot 2 haben wir uns jeweils den letzten Kontaktpunkt markiert. Und beim 3. haben wir die Schiene gekippt. Das geht auf einmal? Das wär's. Dann schauen wir uns das mal an. Hier seht ihr eine Schiene von oben dargestellt. Markiert euch mal den letzten Kontaktpunkt zwischen der Schiene und der Orthese. Aber jetzt unterscheidet ihr zwischen der linken und der rechten Kante der Schiene. Auf der rechten Seite liegt die Schiene hier als letztes auf. Und auf der linken Seite hier. Jetzt verbindet diese 2 Punkte und schränkt die Schiene an dieser Kante nach unten. Somit kippt und schränkt ihr die Schiene gleichzeitig in die richtige Richtung. Und dann geht genauso vor wie beim 2. Gebot. Und arbeitet euch bis zum Ende der Schiene durch. Die 2 Kontaktpunkte wandern je nach Oberfläche unterschiedlich weiter. Nehmt euch ruhig Zeit, die Punkte sauber zu markieren. Wenn die Orthese eine starke Wölbung hat oder bei einem Fußbügel, kann es durchaus mal sein, dass ein Punkt nicht wandert. Und der auf der anderen Seite macht gut Meter. Solange man weiterkommt, ist alles gut. Und wenn es einmal zu viel war, ihr wisst ja, Gebot 2. Und dann steht sie da. Eine Orthese mit einer perfekt angeschränkten Schiene. Am Anfang hat es noch viel finsterer ausgeschaut. Aber mit einem Plan und ein bisschen Geduld kriegt man das hin. Wisst ihr, was noch dazu gehört als Gebote und heilige Schränkhaken? Übung. Und zwar viel davon. Aber mit diesen Leitfaden erspart ihr euch unnötigen Stress und schont die Nerven. Auch wenn ihr die Gebote genauso einhaltet, kann es trotzdem mal schwierig werden. Aber da beißt man sich schon durch und eignet sich am Ende eine Fähigkeit an, die euch hilft,
einen Menschen beim Gehen zu helfen. Ist es das nicht wert? Da legt man sich doch gern mit ein paar dunklen Mächten an. Was für ein Ritt. In den Abgrund und wieder zurück. Was man nicht alles in diesem Berufsfeld macht. Mit einem Plan an der Hand und ein wenig Geduld sollte selbst die schwierigste Schränkarbeit zu meistern sein. Konnte ich euch ein wenig weiterhelfen? In der Videobeschreibung findet ihr noch ein paar weitere Tipps rund um Schränken. Dann seid ihr mit Sicherheit gut gerüstet, den Stimmen des Selbstzweifels die Stirn zu bieten. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und euch in der Orthopädie-Technik weiter schlau gemacht habt. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Bei Gottet.